Hallo ihr lieben Fische, wir schauen nach einer Botschaft für euch. Ich lege sie mit dem Lebensbaum, das habt ihr euch so gewünscht. Und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Ja, hier möchte sich irgendein Erfolg einstellen. Es geht darum, irgendetwas zu überwinden, sich da neue Türen zu öffnen, wo das Schicksal zugeschlagen hat, wo man Herausforderung hat, wo man auf sich alleine gestellt ist. Möglicherweise geht es auch darum, sich im Bereich der Selbstständigen irgendwo eine Tür zu öffnen. Es kann ja auch ein bisschen eine Auseinandersetzung sein mit einem Amt oder einer Behörde. Hier sieht man eine schnelle Konfliktlösung, die eine gute Ernte mitbringt. Das kann hier sein, dass man sich durchsetzt, dass man sich durchboxt, dass man für sich einsteht, auch verbal, dass man vielleicht auch einen friedlichen Weg wählt mit sich selber. Und mit den Blumen habt ihr hier das beste Ergebnis für Kreativität, für kreative Lösungen. Möglicherweise ist es auch bei einem oder anderen ein Bereich, wo man sich im kreativen Bereich selbstständig machen könnte. Ihr habt die Sonne und die Sterne. Das ist etwas, was mich sehr freut. Und die Blume noch daneben. Ne? Das ist Glück, ja, und Geschenk. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann habt ihr hier eventuell Menschen, die ein bisschen weiter weg wohnen von euch oder Menschen, mit denen ihr gerne unterwegs seid oder die Möglichkeit, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, das hier unter einem sehr guten Stern steht, wenn man es umsetzt, auch langfristig. Der eine oder andere hat vielleicht auch Menschen, die dazukommen auf den Lebensweg, die man kennenlernt, wenn man unterwegs ist. Und das Ganze ist so, dass es einen Mangel auffüllt, eine Verstrickung beendet und irgendwie auch so auffüllend, ne, energiebringend. Es ist am Ende dann auch so, dass es entschleunigend wirkt. Ihr habt hier unten Nachrichten, die haben mit dem Stabilisieren von Finanzen zu tun oder die gehen um Gelder für Haus, Häuslichkeit, Wohnung, möglicherweise auch Ämter, Behörden oder Selbstständige. Das haben wir hier in der Linie so mit. Es kann für einige um Kindergeld gehen oder um Geld im kleineren Bereich, aber ich sehe ein finanzielles, stabilisierendes Element für euch. Für einen oder anderen ist es sehr klärend. Die einen oder anderen haben hier auch Umzugsqualitäten, Veränderungen im häuslichen Bereich, alles was mit den Geldern zu tun hat, die mit Haus, Wohnung, Umfeld zu tun haben. Was ich dabei habe, ist, dass ihr genau hinhört, zwischen den Zeilen liest, Nachrichten, Korrespondenzen, Schriftstücke ganz genau anguckt. Möglicherweise ist hier auch eine Sache, die die Liebe betrifft oder den Herzensbereich, wo ihr jetzt ein neues Kapitel aufmacht, wo es aus einer langweiligen Phase wieder in etwas Aufregendes geht. Aussprachen, Geheimnisse, die sich lüften. Für einen oder anderen ist es vielleicht auch eine verborgene Liebe. Und es ist hier so, dass ihr genau überprüft, wer bringt mir Stress, wer beunruhigt mich, wer war nicht ehrlich zu mir. Möglicherweise hat der ein oder andere hier eine Erfahrung, sich im Liebesbereich, Herzensangelegenheiten, Verträge, Verbindlichkeiten, Beziehungen, neue Türen zu öffnen, andere Wege zu gehen. Aber ich sehe auch den ein oder anderen was entscheiden, was eine unruhige, stressige Situation beruhigt. Andererseits habe ich auch wieder, dass es für viele sein kann,
dass sie sich doppelt gebunden fühlen. Ja, doppelt gebunden. Die sind entweder zwischen zwei Stühlen oder die Vergangenheit klebt noch ein bisschen mit dran. Prägungen aus der Familie, hier Vaterthemen, Vergleiche oder so. Hier kann auch das sein, dass irgendwo etwas abgelaufen ist. Ich sage einfach alle Szenarien, es ist ein Kollektiv. Was hintenrum war oder ein bisschen unehrlich, was hier an die Oberfläche kommt. Der ein oder andere muss sich vielleicht auch zwischen zwei Menschen entscheiden oder bewusst andere Wege zu gehen. Doppelgebundenheit ist so eine Sache, die kann man leider nicht einfach abschneiden. Das dauert seine Zeit, bis das weg ist oder bis man sich entschieden hat. Keiner kann seine Gefühle in die Box tun und unters Bett stellen. Aber hier sieht man tatsächlich Umbruchsstimmung. Hier unten ist auch nochmal das Berufliche, der Beruf, mögliche Dinge, die hier auch Schatten aufwerfen, berufliche Blockaden. Andererseits sieht man hier den Erfolg, man sieht ihn auch an allen Berufen, die mit Emotionen zu tun haben oder mit so Sachen wie Musik, Kunst. Aber irgendwie scheint es auch so zu sein, dass sich hier ein Weg zeigt, der beruflich auch Schattenthemen aufwirft oder für einen Unfrieden sorgt oder dass man das Gefühl hat, ich arbeite und komme nicht vom Fleck. Ich arbeite und habe nur das Kleine davon. Mir ist etwas zu oberflächlich, mir ist etwas zu unharmonisch. Also hier sehe ich einfach auf der Berufskarte sehr viel Themen, die mit Emotionen zu tun haben oder auch Blockaden. Das kann auch so sein, dass man sich nicht entscheiden kann, was man machen will oder dass Familienthemen mit blockierend wirken. Man sieht die Auflösung in Kürze. Wir enden dann wieder da oben, wo die neue Tür aufgeht und der Erfolg ist. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, hier unten an der Wurzel des Lebensbaums ist etwas faulig. Ja. Da ist man nicht richtig geerdet, da arbeiten Familien- und DNA-Themen und auch Schatten aus diesem Bereich. Der ein oder andere hat vielleicht Schwierigkeiten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen oder hat viel zu tun mit Familienthemen und ist deshalb gestresst im Beruf oder auch blockiert unterwegs. Jetzt habt ihr hier 2 Krafttiere gekriegt für die Legung. Das passt hier sehr gut, denn die Seeanemone sagt, öffne dich mal den Gefühlen, auch den Gefühlen, die du brauchst, um irgendwo anzukommen, in einer Gemeinschaft zu sein, kraftvolle Verbindungen zu haben und dann wird hier auch das Wachstum einsetzen. Hier ist noch ein bisschen eine Lernphase, ne? Eine Phase, wo man Erkenntnisse gewinnt, damit man neue Kräfte entwickeln kann. Eigentlich ist es sehr spannend, denn die Seeanemone, wir hatten ja hier dieses Ding von Gemeinschaften, Verbindungen, Partnerschaften oder auch Bündnissen, die gegenseitig unterstützend sind und wo man sich gemeinsam nützt. Ne? Das Doppelgebundensein kann man im Prinzip, wenn es in anderen Feldern ist, vielleicht auch beruflich mit anderen zusammen etwas umsetzen, sehr gut eingehen und viel Neues erschaffen. Und davon kann dann auch jeder Einzelne profitieren. Es geht hier auch um so ein nährendes Beziehungskonstrukt, ne? Hier unten, wo man ankommen kann, wo man sich gehalten fühlt, wo man akzeptiert wird, wo man seine Talente und Gaben auch einsetzen kann. Und hier ist auch die Abgrenzung zwischen Geben und Nehmen oder ja, etwas zurückbekommen, nennen wir es so, nicht draufzulegen. Kraftvolle Energie. Mit dem Hirschkäfer habt ihr tatsächlich noch die Aufforderung, für euch einzustehen, euch für Angelegenheiten einzusetzen, die euch betreffen. Ehrlich zu sein, für die eigenen Interessen zu kämpfen,
was auch immer, sei es eine Weiterbildung oder eine Arbeit, die fruchtbar ist. Klarheit schaffen. Es geht hier nicht drauf, auf ein Wunder zu warten, sondern hier dürft ihr aktiv werden. Auch aus eurer eigenen Mitte heraus euch wieder in die Handlungsfähigkeit bringen. Okay, dann nehmen wir noch einen Glücksimpuls für euch. Überlegt genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, denn es kann hier noch sein, dass sich unerwartet Dinge wenden. Das haben wir hier oben auch, schnelle Wenden. Und da ist es dann besser, in das zu investieren, was sich jetzt zeigt. Ne? Also keine voreiligen Dinge machen oder Schnellschüsse. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.